Ein Komposter gehört doch eigentlich in jeden Garten, egal ob Ziergarten, Nutzgarten, überall hat man ja organische Abfälle, die man verkompostieren möchte. Und Kompost spielt daher auch bei mir, seitdem ich eigentlich gärtnere, eine wichtige Rolle. Deshalb habe ich auch vor kurzem einen neuen, weiteren Komposter gebaut. Das Video dazu verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und da dachte ich mir, wäre doch eigentlich eine ideale Gelegenheit, meine persönlichen Erfahrungen zu Kompost, meine persönlichen Lieblingstipps euch mitzuteilen. Vom richtigen Standort über die Pflege bis hin zum eigenen Kompoststarter, den man ganz einfach selber herstellen kann, und auch wann der Kompost überhaupt reif ist und verwendet werden kann und so weiter. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an und ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, dass die Tipps euch weiterhelfen können. Tipp Nummer 1, der Standort eures Komposters. Sowohl ein schattiger als auch ein sonniger Standort für den Kompost haben jeweils ihre Vor- und Nachteile. Für die meisten, für mich unter anderem auch, ist der schattige Platz praktischer, da an den sonnigen Stellen lieber die schönen Kulturen gesetzt werden sollen und der Kompost im Vergleich nicht ganz so schön aussieht. Aber für das Kompostierverhalten hat ein schattiger oder halbschattiger Platz vor allem den Vorteil, nicht so schnell auszutrocknen, wodurch der Kompostiervorgang durch die Feuchtigkeit besser stattfinden kann. Ein in der prallen Sonne stehender Komposter müsste besonders im Sommer regelmäßig gewässert werden. Dafür hätte man hier den Vorteil, durch die höheren Temperaturen einen deutlich beschleunigten Abbauprozess zu haben. Tipp Nummer 2, die richtigen Materialien, die richtige Mischung für einen guten Kompostiervorgang. Besonders durch eine gute Mischung der organischen Abfälle kann ein sehr großer Einfluss auf den Abbauprozess stattfinden. Die Materialien sollten keinesfalls zu einlastig sein, das heißt nicht nur Laub oder nur Gras und Wiesenschnitt sollte verkompostiert werden. Grundsätzlich sollte trockenes mit feuchtem Material, stickstoffhaltige mit stickstoffarmen Stoffen vermengt werden. Aus diesem, aber auch aus anderen Gründen ist es zudem ratsam, den Kompost hin und wieder zu lockern und zu vermischen. So findet eine gute Verteilung statt und es bleiben keine trockenen Stellen übrig, die nicht verrotten, wie das besonders beim Grasschnitt häufig der Fall ist. Tipp Nummer 3, der Wasserhaushalt in eurem Kompost. Eines ist selbstverständlich, ohne Feuchtigkeit kein guter Verrottungsprozess. Gerade im Sommer daher gerne öfters mal, wenn die Beete ohnehin gegossen werden, den Komposter einfach mitgießen. Jedoch sollte auch hierbei nicht übertrieben werden, da ansonsten zu wenig Luft vorhanden bleiben könnte. Hilfreich ist außerdem eine Abdeckung gegen zu hohe Verdunstung, aber auch zu starken Regenfall. Womit könnte man abdecken? Eine Kunststoffplane zum Beispiel hält Feuchtigkeit sehr gut und kann das unten befindliche Material gut aufheizen. Nachteilig ist jedoch, dass der Kompost nicht so gut atmen kann. Somit könnten die aeroben Prozesse gestört werden. Ich persönlich präferiere eine Schilfmatte. Weiterhin kann hier der Kompost atmen. Regen kommt durch, wird aber auch gegebenenfalls abgehalten, wenn dieser zu stark sein sollte. Tipp Nummer 4, eine gute Durchlüftung für euren Kompost. Wie bereits eben angedeutet, ist der Luftaustausch ebenfalls sehr wichtig. Im Komposter finden viele aerobe Abbauprozesse statt. Das bedeutet, die Mikroorganismen, Bakterien, Pilze etc. benötigen für die Umsetzung Sauerstoff. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass der Komposthaufen gut durchlüftet ist. Bereits beim Bau kann durch Lücken im Gerüst einiges erreicht werden. So gelangt besonders auch in die tieferen Regionen des Komposts genügend Sauerstoff für die biologischen Abbauprozesse. Auch bei der Materialschichtung ist es sinnvoll, in den tieferen Schichten eher das gröbere Material einzubringen, da sich hier die Luft besser hält. Durch das Eigengewicht höherer Schichten des Komposts wird gerade in den tiefen Schichten das Material zusammengedrückt, wodurch häufig nicht genug Sauerstoff vorhanden sein könnte. Das Umwälzen des Komposts hilft sehr dabei, das Material zu lüften und den Prozess zu beschleunigen. Tipp Nummer 5, Kompoststarter. Es gibt hier überall diese Präparate, die angeblich euer organisches Material innerhalb kurzer Zeit zu tollem Kompost umwandeln sollen. Ich persönlich kaufe keine derartigen Produkte, sondern ich stelle mir ganz einfach meinen eigenen Kompoststarter her. Für meinen eigenen Kompoststarter benötige ich lediglich 3 Bestandteile: frische Hefe, 1 Kilogramm Zucker und Wasser. Die Würfelhefe ist, wenn ihr noch nicht selber welche zu Hause habt,
in Geschäften einfach zu erwerben. Diese lösen wir zusammen mit dem Kilogramm Zucker in Wasser auf. Bei lauwarmem Wasser lösen sich die Stoffe nicht nur schneller auf, auch können die biokatalytischen Prozesse aufgrund der RGT-Regel schneller stattfinden. Aber ganz wichtig, nicht zu heißes Wasser. Das würde nicht nur den Prozess hemmen, auch könnten Proteine denaturieren. Ich erwärme daher das Wasser auf ca. 38 Grad Celsius. Das Gemisch stelle ich für einige Stunden in die Sonne. Anschließend ist die Tinktur fertig und kann, zuvor nochmals in einer Gießkanne verdünnt, auf den Kompost gegossen werden. Dabei sollte man auf jeden Fall auf das Wetter achten. Bei starkem Regen würde der eigene Kompoststarter direkt wieder ausgewaschen werden. An heißen, trockenen Tagen dagegen könnte die Angelegenheit sehr schnell austrocknen. Ideal sind erfahrungsgemäß Temperaturen so zwischen 17 bis 25 Grad Celsius in etwa. Tipp Nummer 6: Den Kompost impfen. Wie Kompost impfen? Die Technik geht eigentlich einher mit dem eigenen Kompoststarter. Wurde ein komplett neuer Kompost angelegt, ist es aber eine sehr sinnvolle Maßnahme. Man gibt in den neuen Komposthaufen ein paar Schaufeln mit altem Kompost. So wird dieser mit Kleinstlebewesen, Mikroorganismen etc. geimpft. Sie gelangen früher in den neuen Haufen und können die Arbeit aufnehmen. Zusätzliches Gießen mit sogenannten effektiven Mikroorganismen ist ebenfalls praktisch. Weitere Helfer sind die besonders effizienten Kompostwürmer. Diese sammle ich gerne von anderen Stellen auf und gebe sie extra in den Haufen. Und zum letzten Tipp: Wie könnt ihr feststellen, wann euer Kompost reif ist und an die Pflanzen gegeben werden kann, ohne dass ein Schaden entsteht? Nach und nach zersetzen sich schließlich die Materialien und es kommt die Frage auf, wann der Kompost endlich reif ist. Das hängt natürlich von den jeweiligen Bedingungen der Zersetzung ab. In den Sommermonaten spricht man von 4 bis 6 Monaten, im Winter dagegen von einer längeren Dauer. Ob euer Kompost reif ist, könnt ihr besonders auch am Geruch erkennen. Er sollte hier nach feuchter Walderde riechen. Von den zu kompostierenden Materialien sollte das meiste, bis auf gröbere Elemente, zu Humus zersetzt sein. Einen simplen Test zur Überprüfung könnt ihr aber auch ganz einfach selber durchführen. Füllt hierfür eine kleine Schale mit eurem Kompost und sät darin Kressesamen aus. Diese keimen relativ schnell und sind ohnehin eine leckere Angelegenheit. Wachsen die Kressepflanzen normal nach dem Keimen, kann der Kompost problemlos verwendet werden. Unreifer Kompost dagegen zeichnet sich durch unzureichenden oder schlechten Wachstum aus. Hier seht ihr den Vergleich: reifer Kompost und unreifer Kompost, wo die Kressesamen sehr schlecht gedeihen. Ja, Kompost ist ja schon irgendwie eine Wissenschaft für sich. Zumindest machen viele daraus so ihre eigene Wissenschaft. Und damit ist auch klar, dass mit diesen 7 Tipps längst noch nicht alles gesagt ist, was man über Kompost sagen könnte. Ich habe mich ja auch hier nur auf meine 7 Lieblings- und in meinen Augen wichtigsten Tipps beschränkt. Aber klar, es gibt noch viel weiteres zu sagen. Und vielleicht werde ich auch demnächst mal einen zweiten Teil machen, in dem ich weitere Tipps zu Kompost erwähne. Und falls ihr auch der Meinung seid, dass ich irgendwas Wichtiges, was auf jeden Fall in einem Video gehört, vergessen habe, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Und falls ich diesen Tipp wirklich noch nicht kennen sollte, dann werde ich ihn mal bestimmt in diesem oder im nächsten Jahr ausprobieren und meine persönlichen Erfahrungen zu diesen Tipps auch vielleicht in einem weiteren Video erwähnen. Ja, ich bin ja eher so der Fan davon, erst meine eigenen Erfahrungen zu sammeln und dann in einem Video davon zu berichten. Aber ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie ihr denn eure Kompostwirtschaft durchführt. Ich bin ja auch so ein bisschen faul, was die Kompostwirtschaft angeht. Aber es funktioniert ganz gut und ich meine, früher oder später verkompostiert das meiste so oder so. Es ist nur die Frage, wann es verkompostiert und wie gut es verkompostiert. Und daher so ein paar Hinweise für Kompostwirtschaft finde ich dann doch ganz sinnvoll und auf ein paar Tipps greife ich dann auch immer wieder zurück. Aber ich mache mir da auch jetzt nicht so viel Aufwand mit. Deshalb, ich denke mal, diese 7 Tipps fassen relativ gut zusammen, wie ich meine Kompostwirtschaft im Endeffekt durchführe. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses kleine Video gefallen und ich würde mich sehr über ein Abo und über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Empfehlt gerne auch das Video weiter und ich hoffe natürlich, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Und jetzt raus mit euch. Salut, à bientôt, bis zum nächsten Mal.